Yo! Hallo, hallo, schicke Schuhe, Junge. Ich heiße euch herzlich willkommen heute, denn wir essen heute gemeinsam unser Pre-Workout-Meal. Was es da gibt, folgt mir. Ich habe jetzt Marco schon eine Drohnachricht geschrieben, wenn der in den nächsten 2 Minuten nicht kommt, dann fresse ich gleich, weil ich habe Todeshunger. Toast und Whey ist Alice ihr Pre-Workout-Meal. Was es bei mir gibt, könnt ihr euch ja denken. Post-Workout-Meal und ein Pre-Workout-Meal. Dazu adden wir jetzt noch hier aus Alices Chunky Himmel den Chunky Flavor White Moreo Cheesecake. Der ist mein absoluter Favorit. Ich weiß, dass ich in den letzten Preps öfters mal gesagt habe, so hey, Süßstoff und so benutze ich nicht. Ich habe jetzt aber tatsächlich den Test gemacht und wenn ich das in Maßen konsumiere, also ich trinke so 2 Liter Wasser mit Sirups am Tag, hier und da mal eine Cola und wo ich mich auch gefreut habe, muss ich euch kurz zeigen. Mir wurde ein Fanpaket geschickt. Nein. Und ich habe das heilige Guarana Zero am Start. Also so eine Dose, die werden natürlich gut aufgeteilt, aber so eine Dose haben wir auch mal mit drin. Und das müsst ihr eigentlich für euch selber rausfinden, Trial and Error. Wie man so schön sagt, ich werde sicherheitshalber auch so 2 Wochen vor dem Wettkampf die Süßstoffe rausnehmen. Einfach just to be safe, um sich da nichts mehr vorzuwerfen. Was sich auch erweitert hat, ist unser Kühlschrank. Wir haben den Romania-Button am Start. Ich gucke immer mal wieder drauf, schöne Erinnerung. Wir klatschen hier einen rein. 1 pro Mahlzeit. Ja, 1 Pre, 1 Post. Ich weiß nicht, ich habe gerade auch durch die Diät allein schon so ein süßes Geschmacksempfinden. Ich brauche da nicht mehr. Das ein oder andere More Backvibe klatscht ja davon ein halbes Ding rein. Was man daraus lernen kann, in Maßen genießen auf jeden Fall. Post-Workout-Meal kommt in den Kühlschrank. Das stelle ich normal in die Gefriertruhe, aber ich wollte euch heute das Anrühren und Anmischen auch zeigen. Was natürlich nicht fehlen darf, man möge ihn ausrollen. Da wird auch nicht gespart. Da habe ich noch die letzten Vorräte des Final Proteins am Start. Der treue Zuschauer kennt die Mischung vielleicht noch aus der letzten Prep. 30 Vanilleanteil und 20 Schokoanteil. Dann habe ich das schon exakt berechnet an meinem Kühlschrank. Ich rühre das hier so ein bisschen um. Da haben wir dann den Dispenser Easy Access mit eiskaltem Wasser. Und das sind bei mir einfach 1, 2, 3, 4 Sekunden. Bei euch daheim ist es einfach auch 50 Gramm Wasser. Und dann kann man sich hier auch seinen eigenen Proteinpudding zusammenschustern. Im Rice Pudding sind by the way noch so 1 bis 2 Gramm Salz drin. Für einen guten Pump. Fehlt jetzt noch die letzte Komponente. Hier haben wir Pink Lady. Wer ein Full Day of Eating sehen will, schreibt es gerne in die Comments. Dann überwinde ich mich mal dazu. Ich habe aktuell noch 2 Carb Meals dann nach dem Training. Wir haben Chicken vom Basti. Wir haben Kartoffeln am Start. Ich habe den kompletten Reis außer dem Pre und Post, also in Form von Reispudding, habe ich geswitcht durch Kartoffeln, weil es einfach mehr Volumen hat. Also ihr könnt mehr Kartoffeln essen, mehr Volumen. Ich glaube 400 Gramm Kartoffeln sind 100 Gramm Reis in der Umrechnung. Deswegen feiere ich das aktuell. Polnische Kartoffelacker. Und wir haben Veggies aus Alices Garten oder von Alices Oma bekommen, Zucchini und Tomate. Davon gibt es 2 Meals mit Kartoffeln und 1 unten noch ohne. Abends gibt es Ice Cream. Die Instagram-Abonnenten wissen auf jeden Fall Bescheid. Der Ninja Creamy, das Heiligtum, werde ich mir in den USA auch direkt besorgen müssen, weil es ist einfach unfassbar der geil. Das ist wirklich ein Game Changer in der Diät. Das ist die Alicia Überraschungsbox oder was? Nee, das war auch ein Teil des Überraschungspakets. Ich wollte eigentlich nur Guarana. Und dann habe ich geschrieben, hey, weißt du, was ich mir überlegt habe? Der Leon ist doch so ein kleiner Frechdachs. Der denkt ja wirklich, der schlägt mich in der Fress-Challenge, die irgendwann kommen wird. Wir sind beide in Vorbereitung, deswegen das müsst ihr uns jetzt verzeihen, aber ich denke, unsere Communities checken das auch. Aber ich dachte mir, wenn wir auch eine Challenge machen, dann müssen wir auch die hier machen. Und davon habe ich jetzt schon richtig viel gehört. Und ich war so auf der Website und meinte so, der fragt so, ich habe halt eine Story gemacht, ich würde gerne mal wieder einen Guarana trinken, so, weil ich das ist für mich das geilste Zero-Getränk noch über Cola weit drüber und so. Und das gab es halt nur in Brasilien, zur Erklärung.
Und dann meinte er so, hey, da komme ich ran, ich schicke dir das mal, brauchst du sonst noch was? Und dann habe ich so gemeint, ja, hast du auch diese Hot Chips irgendwie, weil klar, da kommen dann jede Süßigkeiten und sonst was. Und siehe da, ich habe das Ding bekommen. Wenn ich nicht shredded genug bin, wird sich das Ding noch reingezwirbelt und dann, aber die Challenge wird auch gemacht. Oder du schickst mich einfach auf geheime Missionen und ich pack das Chris nochmal vor Wettkampf in seine... Streuen das in den Pre-Workout-Booster. Dann geht der Typ an die Decke. Ja, sonst was haben wir noch hier drin her? Takis, ich kann das alles gar nicht. Low Fat sogar. Ja gut, das sind wieder die Amis auf eine Serving Size, 1 Ounce. Das sind 12 Das ist beschissen. Crispy Snacks covered with chocolate, also lauter Süßigkeiten, Red Velvet Oreos, Spicy Kettle Chips, also der hat mir die ganze Spicy Scheiße, oh wie geil. Ranch it up. Weißt du, ich feiere das ja, wenn man echt meine Videos verfolgt und sich dann auch so Gedanken macht und der muss jetzt, also das sagt mir, dass der wahrscheinlich schon 2 Jahre die Videos guckt, wo ich das erste Mal in den Staaten war, auf diese Ranch-Soße gar nicht klar gekommen bin, da war ich mit meinem Bruder drüben und dann ja, haben wir uns da auch mal ordentliche Flaschen davon reingeladen, deswegen die ist absolut ehrenlos von Inhaltsstoffen und von Werten, aber schmeckt geisteskrank. Red Bull Sugar Free Gum. Mit Koffein oder was? Scheint so. Wahrscheinlich. Ich kann es nicht lesen, es ist thailändisch. Das ist hier eine Erdbeerlimon aus Japan, China, Korea. Apropos Japan, das steht eigentlich auch noch irgendwann auf dem Plan für uns. Das ist auf jeden Fall auf der Bucketlist. Ich verhafte jetzt meine Mahlzeit. Ich habe auch ein Q&A gestartet auf Insta. Machst du die Prep in Deutschland oder gehst du wieder in die Staaten? Also jetzt haben wir noch 7 Wochen. Das nächste Event wird auf jeden Fall ein sehr erfreuliches, denn meine Herzensdame, meine Frau, die bessere Hälfte, hat bald Geburtstag. Und das ist so das nächste Event, was mir auf jeden Fall sehr wichtig ist, das ansteht. Dann, zweites Event, was in Deutschland ansteht, sind auf jeden Fall die ESN Days, wo hoffentlich du auch noch eine Karte bekommen hast und am Start bist. Und das wird auch gleichzeitig das letzte Event vorm Olympia, mich in Deutschland zu treffen. Und danach heißt es, für die letzten, müssen wir gucken, wie lang es genau ist, aber 2, 3, 4 Wochen, Goodbye Germany. Und zur Akklimatisierung geht es dann ab nach Florida, wo auf jeden Fall nochmal der Endschliff der Prep gemacht wird. Was darf nicht fehlen? Und morgen kommt die Post. Ich gerade am Powernap nach und denke mir, Junge, wenn du mir jetzt irgendein Paket vom Nachbar hinstellst, das ich annehmen soll, dann platzt mir der Kragen. Ich sehe eine kleine ESN-Box und drin sehe ich nicht ein Labormuster, sondern 2. Ach, der Muster. Fucking Grizzly Punch, Baby. Das heißt, der Name ist raus. Der Name ist raus. Der Geschmack ist im finalen Zug und wir haben jetzt 2 verschiedene Versionen. Nochmal mit 2 verschiedenen Inhaltsstoffen. Wir probieren das Ganze aus. Der Geschmack geht in welche Richtung? Darf ich mal riechen? Ich wollte auch einen Geschmack, der mich so ein bisschen an alte Zeiten erinnert und ich hatte den allerersten Booster. Der war auch so, wie hieß denn das? Berry Blast Geschmack war der. Das war mein allererster Booster, ihr müsst euch das vorstellen. Das ist ja alles auch mit Nostalgie noch in meinem Kopf verknüpft. Und wenn ich schon die Ehre habe, ein Produkt mit ESN zu machen, dann will ich es auch einfach machen, wie ich es will. So. Und ich habe dann oft vom Namen gehört, ja, mach doch das. Und ich dachte mir, nee, Grizzly Punch feiere ich einfach. Und das, was ich feiere, ich meine, seit 11 Jahren trainiere ich und sammle meine Erfahrungen und genau deswegen klatsche ich das da auch rein. Jetzt haben wir den am Start farblich, kannst du oben mal reinfilmen. Gibt auch schon eine geile rote Farbe, aber der riecht auch schon so spicy. Oh ja. Ja, den neuen Inhaltsstoff, den schmeckt man tatsächlich ein bisschen, aber schmeckt mir persönlich schon sehr, sehr gut im Vergleich zu den Versionen vor. Gut, das trinke ich jetzt nicht alles leer.
trinke das in der Bahn auf dem Weg zum Gym. Sonst kann ich nicht garantieren, dass ich den Fahrkartenkontrolleur lebendig weglasse, wenn das Ding anfängt in der Bahn zu scheppern. Wichtig immer den Booster rechtzeitig timen, gerade wie den, wo noch ein ordentlicher Stack an Stimulantien drin ist. Da müsst ihr auf jeden Fall, das Wasser noch, müsst ihr auf jeden Fall gucken, dass ihr das Ganze so 10 bis 15 Minuten vor dem Training trinkt. Bei Pump-Boostern wiederum, also den Crank Pump Pro, bei den Cranks, wo ich jetzt auch wieder Nachschub bekommen habe, bei denen ist es so, könnt ihr auch halbe Stunde bis 40 Minuten vorher trinken. Ist sogar eigentlich optimaler. Aber genau, Stimulantien wirken ja recht schnell. So 20 bis 30 Minuten, also das so 20 Minuten vorher sippen. Hast du da noch eine Frage für uns? Ja klar, von Lilia Supernatural. Die Dame fragt, hattest du jemals in deiner Karriere Zweifel oder das Bedürfnis aufzuhören? Wenn ja, warum? Ich muss kurz anmerken, dieser Geruch des Berliner Kebabs im Hintergrund, das ist immer so krank, das kurze Real-Life-Story. Ich laufe hier zur Bahn in der Off-Season, es juckt einfach gar nicht. Jetzt laufe ich hier hin und ich habe so viele Gerüche, die ich wahrnehme. Und die Dönermänner, die geben mir auch immer Props hier, das feiere ich. Aber um zur Frage zurückzukommen, habe ich Zweifel? Hatte ich jemals Zweifel? 0%. Ich habe heute Morgen auch mit einem guten Freund oder meinem besten Freund telefoniert. Und der hat auch gesagt, ey, egal wo wir waren, egal auf welchem Rave wir waren, egal was wir abgerissen haben, ob ich bis 5 Uhr morgens wach war, ich habe immer noch mein Bodybuilding-Lifestyle gelebt und ich hatte nie Zweifel daran, dass ich das nicht machen will, weil ich die Scheiße einfach lieb und das ist meine große Leidenschaft, die jetzt halt einfach zu meinem Beruf geworden ist, aber hätte ich das alles, was jetzt Social Media angeht und so nicht, würde ich immer noch dasselbe machen. Zweifel ist ja auch ein weiter Begriff, zum Beispiel, ob ich jetzt bis zum Profi-Level schaffen werde, so, das fragt man sich natürlich, aber ich hatte nie einen Zweifel dran, ich wusste immer, ich mache alles, was in meiner Macht steht, ich reiß mir den Arsch auf und wenn man das weiß, dann kann man alles schaffen im Leben, aber man darf sich selbst nicht belügen, man muss immer, ja, du selbst solltest immer dein härtester Kritiker sein und das bin ich bin extrem hart zu mir, was alles angeht. Und von dem her, ja, keine Zweifel, no regrets, genauso wenig. Deswegen Zweifel habe ich immer nur, ob hier beim Ticketautomat noch. Was ist denn eigentlich? Brauchen wir eine Einzelfahrschein? Ja, ne? Kurz checken. 2,20, Alter. Was sind das für Wucherpreise? Nach Hauptbahnhof, Central Station. Einsteigen bitte. Hier fragt noch jemand nach. Dieser eine Max fragt nach 3 Übungen, ohne die ich nicht könnte. Also ich muss sagen, auf jeden Fall könnte ich nicht ohne irgendeine Schrägbankvariation, irgendwas Incline, Drückendes. Also von Schulterdrücken bis zur Brustpresse oder Kurzhantel Schrägbankdrücken ist ja meine Lieblingsübung. Dann könnte ich auf keinen Fall ohne eine Beugebewegung. Und mittlerweile, also ob es jetzt die klassischen Kniebeuge, Frontkniebeuge oder Hackenschmidt wäre, ohne den könnte ich nicht. Und mittlerweile muss ich auch sagen, ich könnte auch nicht ohne eine Hebevariante. Ich bin jede Woche so geil drauf auf diese RDLs, SLDLs, Kreuzheben. Ich war nie der Fan davon und jetzt habe ich es echt seit einigen Wochen oder seit der Offseason ins Training mit reingenommen. Die will ich auf jeden Fall jetzt auch nicht missen, deswegen das sind so die 3, eigentlich die Basics, aber ja, feiere ich extrem. Ja, genau, alles klar. Ja, klar. Kannst du schießen? Ja, klar. In der U5, die Boys am Start. Represent. 2, 1. Das ist hier die U5 Connection. Man grüßt sich, man kennt sich, man schätzt sich. Nach Hauptbahnhof,
Alles klar, hast du mein Geschenk bekommen? Ey, Bro, ich wusste nicht, dass es deins war. Doch, Digga. Deine Freundin meinte, Ach, was? Danke, danke, ey, danke. Und ich habe mich auch heute per Zufall gefragt, hey, wegen dem Trainingsplan. Ja, Mann. Ja, sie meinte, du bist bald der stabilste Barista Berlins, das ist klar. Hast du den Geburtstag gefeiert? Ja? Midlife Crisis. 32, ich bin auf mein Leben 32, jetzt geht's los, Junge. Sieht aber noch aus wie 22, hab ich Ohne gesagt. Scheiß. Ja, Mann, nice, ey, wir sehen uns, okay? Der Barista, der Boy hatte Geburtstag, ich habe dem paar Isoclears to go, die ready to drink Shakes vorbeigebracht. Gesagt, dass der auch mal stabil wird. So versorgt man die Nachbarschaft hier mit paar Gains. Blattsau One fragt, gibt es Tage, an denen du entsprechend den Muskel nicht merkst und wie machst du dann weiter? Ja, die gibt es. Ja, gerade bei Schwachstellen oder Muskelpartien, die einem nicht so leicht zu fallen, anzusteuern, kommt es öfters mal vor, gerade auch in der Vorbereitung, wenn die Glykogenspeicher nicht ganz so prall gefüllt sind. Und deswegen empfehle ich da auf jeden Fall mal, sich langsam aufzuwärmen. Die telefoniert hier auch so lange, dass es bis thailändisch war, dass es bis nach Thailand hört. Aber ja, da empfehle ich einfach ein paar mehr Sätze zu machen, reinzukommen, Blut in den Muskel zu kriegen. Ganz wichtig, nur die Übungen zu machen, die ihr auch wirklich spürt, die ihr ansteuern könnt. Und dann seid ihr da auf jeden Fall schon mal auf Nummer sicher. Auch die Übungsreihenfolge kann man ändern zum Beispiel. Das habe ich heute zum Beispiel auch vor. Ihr kennt das Rückentraining, das habe ich schon mal abgefilmt. Das mache ich heute aber in einer anderen Reihenfolge, denn mein unterer Rücken ist vom vorgestrigen Beintraining immer noch ziemlich lediert. Deswegen ändere ich da auch die Reihenfolge und macht es so, dass es für mich passt. Also da ist auch nicht schlimm, wenn ihr mal dann abweicht. Guckt da einfach, dass ihr trotzdem ein gutes Rückentraining hinkriegt oder ein gutes Training an sich und versucht den Muskel mit den Übungen, die ihr spürt, anzusteuern. Das war auch eine Frage, was hörst du beim Training? Ich knall mir hier meine Bären-Playlist auf die Ohren. Könnt ihr in der Videobeschreibung abchecken. Erste Übung hier, Lat Pulldown, mache ich eigentlich, wenn ich nicht meinen Rücken-Hamstring-Tag habe, sondern mein Only Back Day, fange ich immer mit der an. Denn ihr wisst, der Lat kann nie fett genug sein. Und dann gehen wir von da aus weiter. Erste Übung, egal von welchem Muskel, macht nicht zu viel Firlefanz außenrum. Muskeln aufwärmen und so. Wenn ihr Brust macht, setzt euch in die Brustmaschine, macht leichtes Gewicht, macht schwereres Gewicht, bis ihr zu eurem Arbeitsgewicht kommt. Das ist das beste Aufwärmen. Für Mobility nehme ich mir die Zeit am Rest Day. Und ja, solche Sachen wie Rotatoren. Es bringt jetzt nichts, wenn ihr die 2,5er Kurzhantel nehmt und den hier macht, so wie ich das oft sehe. Das macht eure Schulter jetzt nicht gesünder, wenn ihr das 12 Mal macht, dann das war's. Deswegen wärmt euch am Gerät an, das ist am natürlichsten. Okay. Fucking Maschine. Ich habe den ganzen Tag heute an diesen Satz gedacht. Wir haben uns gesteigert, Mann. Kopf ist die krasseste Waffe, ich sag's euch. Wenn ihr den unter Kontrolle habt, habt ihr alles unter Kontrolle. Scheiß drauf, wie viel Kalorien. Auch mit halbem Tank kann man Vollgas geben. Sehr, sehr guter Satz. Ein Satz, ich schwitze mich schon ab. Also der Grizzly Punch, ich kann es euch sagen, der wirkt. Und zwar volle Granate.
Dann kriegt ihr mal die Klaue vom Bären einmal durch den Kakao gezogen. Back Offset. Ich war so ein bisschen angespannt jetzt vor dem Training. Das ist oft so bei mir, vor dem Training ist immer so ein bisschen Nervosität da. Ich versuche das ist zwar schon viel besser geworden. Und wenn man zu nervös ist, so zu viel Respekt davor hat, dann verkackt man es auch. Aber so eine Grundspannung war schon da. Aber jetzt weiß ich, ich bin drin. Und oft hat man auch so den Struggle in der Diät, in der Vorbereitung gerade. So, hey, packe ich das heute überhaupt? Kriege ich das hin? Ja, verdammt, ihr kriegt es hin. Also, das ist die beste Persönlichkeitsentwicklung, mal eine Vorbereitung zu machen, mal zu leiden, wissen, wie es ist, ja, auch durch schwierige Zeiten zu gehen. Also kann ich nur jedem ans Herz legen und glaubt mir, ihr seid stärker als ihr denkt. Where the mind goes, the body will follow. Das ist nicht nur ein dummer Spruch, sondern der stimmt. Was auch stimmt, ist der nächste Satz jetzt. Und los. Jawohl. Ja, ihr kennt ja meine Philosophie, mein eigenes Trainingssystem, was ich so ein bisschen entwickelt habe. Gerade in der Vorbereitung. Ich mache es, sag ehrlich, in der Off-Season mache ich schon viel Hit. Da fahre ich das Volumen immer schon noch mal einiges runter, die Satzzahlen insgesamt. In der Diät mache ich so, dass ich die wirklich schweren Übungen am Anfang mache. Meistens von jeder Muskelpartie sozusagen eine. Also jetzt haben wir Lat von oben sehr schwer gezogen. Jetzt ziehen wir hier auch als Ruderübung sehr schwer nochmal rein. So volle Rotze. Und dann machen wir noch für den oberen Rücken mit Kurzhanteln auf der Schräge volle Rotze oben rein. Und dann die Übungen danach, die werden natürlich auch schwer, aber sehr, 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 sehr gezielt nochmal in den Muskel rein, also auf mehr Wiederholungen auch und so. Also, das habe ich so für mich rausgefunden. Jetzt wirbelt richtig rein. Jetzt gehen wir in den Modus, jetzt wirbeln hier weg. Hat auch verdammt gut geknallt. Ihr wisst ja, normal hätte ich jetzt T-Bar-Rudern gemacht. Der aufmerksame Zuschauer weiß. Aber die mache ich später noch. Ekligen Supersatz. So als Finisher. Das meinte ich vorher noch mit der Frage, wie kann man so seinen Muskel besser ansteuern? Einfach mal ein bisschen rumprobieren. Für euch selber, ganz wichtig. Ihr könnt euch inspirieren lassen von mir, motivieren lassen von mir. Aber wenn Oskar Leschinski das Rudern hier macht, Cybex Eagle,
heißt es nicht automatisch, dass für eure oder für deine Anatomie auch genau das Richtige ist. Deswegen lasst euch davon inspirieren, probiert die Sachen auch gern aus. Ich feiere das, aber macht jetzt nicht nur das, weil der Jay oder ich das machen oder ihr wisst schon, was ich meine. Grundübungen machen, stark werden, saubere und super Techniker lernen und dann seid ihr safe. Auch keine fancy Drecksübungen am Kabelturm von oben so runterziehen. Ich kriege auch die Fragen, welche Übung für einen unteren Lattansatz. Dann gehe ich auf das Profil drauf und no front, wir fangen an immer klein an, das ist auch gar kein Problem. Aber der Dude hat dann nicht mal also weder einen oberen Lattansatz, weißt du? Ja. Warum fragt man dann nach einem unteren Lattansatz? Da muss erstmal, wie baue ich einen Rücken auf, muss die Frage heißen. Und dann sage ich, schwer rudern, sauber rudern, progressiv rudern und dann wird es auch. Viel fressen und pennen. Aber nicht nach die ersten 8, wirklich, wenn ihr noch keine 8 Jahre Training auf dem Buckel habt, spart euch die Frage Schwachstelle. Was ist Schwachstelle? Alles ist schwach, alles muss verbessert werden. Wir reden hier von Olympianiveau, wo es so Nuancen sind, wo ich jetzt zum Beispiel mehr unteren Lattansatz brauche oder whatever. Aber es gilt nicht für 90% der Studiopumper. Genau das meinte ich gerade. Habe ich jetzt noch nie so gemacht. Mein Latt ist frittiert. Komm. Eigentlich ist auch scheißegal, was ihr macht. Wenn ihr das mit Herz macht und volle Rotze, dann macht ihr viel mehr Fortschritt als irgendein Trainingswissenschaftler, der Studien und Volumen errechnet hat und XYZ. Das hat Brent Warren auch schon gesagt. Und er hatte bei Gott nicht die beste Genetik, aber die beste Arbeitsmoral, Gottverdammt. Und er hat sich einfach hardcore auseinandergenommen. Und ich glaube ehrlich gesagt, das ist einfach das, worauf es ankommt. Ob du jetzt Drop-Sätze machst, Straight-Sätze, viel Volumen, wenig Volumen, nimm dich einfach auseinander. Und irgendwie lacht mich auch hier die Low-Row-Maschine an. Die machen wir jetzt. Denn ich denke immer an meinen guten Freund Rion Ansley, zweifachen Classic Olympia-Champ, als ich die mit dem damals in LA gemacht habe nach dem ersten Olympia und dem sein Rücken mich einfach angesprungen hat, als der die da gemacht hat. Ich denke da jedes Mal bei jeder Wiederholung an den Boy. Liebe Grüße, best regards to you, Rion. Miss you and the pancake pump, but of course we're gonna get that in, hopefully soon. So sieht's aus, laden wir auf das Ding. Auch schön, weil man die schön beladen kann und schön schwer machen kann. Bei Kurzhantel, die sind eher geil, bisschen hinten raus vom Training, finde ich. Weil wenn du die richtig schwer machst, das ist voll das Geficke mit den Kurzhanteln, die zu positionieren, sich dann auf die Bank zu schmeißen und so. Deswegen Low Row ist jetzt eher für oberer Rücken. Ihr seht jetzt gleich noch beim Aufwärmsatz, wie ich hier schön mit dem Ellenbogen nach außen gehe. Je näher mir mit dem Ellenbogen am Körper geht, umso mehr Latt habt ihr drin. Je mehr ihr den abspreizt, habt ihr mehr oberen Anteil drin. Und den wollen wir jetzt treffen. Ich würde sagen, ein 20 geht noch. Dann fetzen wir rein.
Oberer Rücken ist viel Ansteuerung. Es ist wichtig, dass ihr wirklich da Brust unterstützt arbeitet. Muss nicht unbedingt sein, am Kabel ist auch geil, aber euch dann versucht mit den Händen durch das Brustpolster durchzudrücken und dann ist es ziemlich stabil. Wichtige Sache auch, filmt euch nicht nur für Insta, sondern filmt euch auch ab und zu selbst, um zu sehen, kommt die Übung auch da an, wo ihr sie haben wollt. Oft fühlt ihr es mal so anders, wenn ihr dann seht, wie ihr arbeitet, wird euch einiges bewusst, aber hier sieht man gut, gerade am Anfang, obwohl es sehr schweres Gewicht ist, geht's hier, zack, die Ellenbogen nach außen. Man sieht richtig schön den oberen Rücken. Wichtig, der obere Rücken trifft ja, wenn das Schulterblatt vor und zurück geht. Also so. Das ist ganz wichtig. Und eben die Ellbogen. Dann seid ihr safe. Eine noch. Jetzt komme ich langsam so in den Modus, wo ich Pausenzeiten ein bisschen kürzer mache. Also jetzt nicht extrem kurz, aber ein bisschen kürzer. Und dann den Pace so ein bisschen erhöhe. Und dann eben das, was ich vorher in meinem System so angesprochen habe, das Schwere, das richtig Schwere jetzt so durch ist in Anführungsstrichen. Und ich jetzt eben mehr Blut reinbringe und richtig durchsqueeze den Back. Ich muss mir erst mal ein bisschen Freiraum schaffen. Irgendwo immer, wo ich trainiere, ist auf einmal eine Traube um mich rum. Ich war am letzten Eck. Ja. 3 ordentliche Sätze. Die haben gut reingezimmert. Jetzt machen wir weiter mit oberen Rücken, mit falschem Latziehen. Ihr wisst Bescheid. Schwer und falsch. Ziehen wir da jetzt rein. Ist für einen Terrace ganz wichtige Übung. Und ja, die knallen wir jetzt weg. Hier mache ich gerne keine Fiedersätze, wie ich sie sonst mache. Also so 6 Wiederholungen, 3 Wiederholungen, dann mein Topsatz. Ich mache das hier so ein bisschen oldschool. Ich mache eher 4 Sätze und mache dann so im ersten 12 bis 15 oder eher 15 bis 20. Jetzt im zweiten so 12 bis 15 und gehe dann eher hoch mit dem Gewicht, mit den Wiederholungen runter und habe dann sozusagen jeden Bereich, Wiederholungsbereich so im Muskelversagen abgearbeitet. Den allerersten zähle ich noch nicht. Der war wirklich zum Reinkommen in die Bewegung, zum Sitzjustieren. Das ist eine sehr geile Übung, by the way. Also die wirklich so ein bisschen mit der Rücklage zu machen. Und die Ellenbogen ziehen dann hier nach hinten. Und wenn ihr vergessen, wenn ihr es so macht, dann geht's auf den Latt. Wenn ihr so macht, dann eher oben rein.
Also ihr könnt die Übung auch für den Lat machen, keine Sorge. Aber ich mache sie halt nicht für den Lat. Ist auch echt geil, so im Pyramiden-Style hochzugehen, muss ich sagen. Weil man Mind-Muscle-Connection technisch da echt eine geile Verbindung aufbaut. Wenn man erstmal so viele Wiederholungen macht und dann mit dem Gewicht hochgeht. Also noch eine Hilfe, die ihr machen könnt, wenn euch die Ansteuerung eines Muskels schwerfällt. Weil HIIT zu trainieren, also HIIT-System, kann auch oft in die Hose gehen, wenn ihr 2 Punkte nicht beachtet. Punkt 1, wenn ihr nicht wisst, was wirklich Intensität ist, weil dann macht ihr im Prinzip ein Volumentraining mit 2 Sätzen und Intensität zu erreichen und Muskelversagen zu erreichen ist wirklich nicht einfach. Es ist schwierig und es ist nicht jedes Mal möglich. Es ist sehr, sehr hart. Deswegen mache ich ja auch mein System, wo ich das so ein bisschen mische, weil ich kann nach der 3. Übung nicht mehr so drauf bolzen wie bei der 1. und 2. Ist ja auch irgendwo klar. Und deswegen, da wo ich nicht 110% konzentriert sein muss, sondern nur 100%, was auch schon schwer genug ist, da mache ich dann ja gerne mehr Volumen. Und es hilft natürlich auch alles enorm für die Mind-Muscle-Connection. Die ist sehr wichtig, meiner Meinung nach. Gerade beim Rücken, den seht ihr nicht. Was haben wir gemacht bisher? Lat-Pulldown einzeln, Nautilus haben wir abgehackt von oben runter. Rudern von vorne haben wir abgehackt. Rudern von unten für den oberen Rücken haben wir abgehackt. Terrace haben wir abgehakt. Welcher Muskel fehlt jetzt noch? Theoretisch keiner mehr, außer der untere Rücken. Aber ich würde sagen, als letzte Übung machen wir den Supersatz aus hier. T-Bar rudern. Geht nochmal schön auch auf die Lattansätze, auf den ganzen Rücken und machen damit Überzüge. Supersatz. Schön viele Wiederholungen. Geile Kontraktion. Das habe ich nämlich letztes Mal bemerkt. Ich bin im Gewicht wieder hinterhergerannt beim T-Bar-Rudern und dachte mir, ja, 8 Plates, 9 Plates gehen. Und dann kommt man schnell in diesen, ja, letzte Woche habe ich 8 damit gemacht. Jetzt will ich unbedingt 10 machen. Und dann zieht man halt die 2 aus dem Bizep. Und dann ist es auch nicht Sinn der Sache. Deswegen auch so dieses Mal eine Übung am Anfang, am Ende switchen. Und ich glaube, das kann richtig geil kommen dann. Einen richtig schweren Falschen, den darf es noch sein. Er wird heavy, Alter. Okay. Oh. Junge. Hat betoniert. Stark. Wir haben das Supersatz schon aufgebaut. Den Supersatz. Und zwar haben wir hier den Alara Star, nicht den Mac Grip. Den Mac Grip, das schreibe ich immer in Insta, aber wir haben die Alibaba Version. Geht die auch klar oder? Die geht auch fit. Gut. Wichtig ist nur, dass es der hier ist, der pronierte, also supiniert, ist wie die Suppe essen, könnt ihr euch merken, nach innen gedreht und der ist proniert nach außen, weil dann könnt ihr hier oben
so draufgreifen. Man könnte dann hier richtig den Arsch, Entenarsch machen. Und dann hier richtig geil rein isolieren. Jetzt hoffen wir, dass uns keiner das Kabel klaut, solange wir hinten T-Bar-Ruder machen. Und dann wechseln wir die beiden Geschichten mal ab. Letzte Woche das Ding hier irgendwie mit 9 Scheiben beladen, aber es muss gar nicht sein, denn ich spüre es so übertrieben krank. Mein Rücken ist jetzt schon ziemlich voll gepumpt mit Blut und ja, das ist einfach ein extrem geiles Gefühl, jetzt da nochmal reinzugehen und das Ganze schön so wie zusammenzudrücken. Deswegen jetzt nicht lange rumschnacken. Ich mache hier so viel wie geht, gehe dann rüber, mache drüben so viel wie geht und so machen wir weiter. Let's go. Final Back Movement. Ziemlich geil. Yep. Oh, Junge. So, 3 Sätze davon sind durch. Ziehbarrudern, Pullover, geiler Finisher, ihr wisst ja,
baue mir eigentlich in jedes Training am Ende immer so einen asozialen Finisher nochmal ein. Und der war asozial, aber auch mega sauber. Ich habe das T-Bar-Ruder noch nie besser gespürt. Wieder was gelernt heute. Es wird auf jeden Fall guten Reiz geben. Jetzt habe ich mich da gerade noch ausgehängt. Auch wichtig, mal den Muskel richtig zu dehnen, zu stretchen. Im Sinne von einem aktiven Stretch. Zum Beispiel, wenn ihr auch Bizeps macht, mal am Ende vom Training richtig durchdehnen lassen mit Gegengewicht. Das gibt auch nochmal einen brutalen Reiz. Denn wie Yates schon zu sagen pflegte, die positive Bewegung, also das Anheben vom Gewicht, gibt am wenigsten Muskelreiz. Am zweitmeisten gibt es das statische Halten, also Halten oder Halten in der gedehnten Position, wie ich gerade gemacht habe. Und am meisten gibt es langsame Herablassen, also die Negativphase. So sieht's aus. Was komisch war, weil man das nie so ernst nimmt, die negative. Nee, also die meisten nicht, aber seit ich das begonnen habe zu machen, bin ich um einiges gewachsen. Aber muss jeder selbst drauf kommen. Wir waren alle mal jung und unerfahren. Jung sind wir immer noch, unerfahren auch noch. So, letzte Übung für heute. Machen wir meine guten Kurzhantel-Shrugs wieder. Nach vorne gelehnt. Nicht so für den oberen Nacken, sondern auch eher für hinten, für den Trapez. Dass ihr in der Rückenansicht so einen bösen Berg habt, der aus dem Shirt rausguckt. Oder wie hier aus dem Bären-Pump-Cover. Und ja, machen davon ein paar Sätze. Dann ist gut. Hier dehne ich den. Und hier kommt er dann, boom. Gut, ist jetzt auch im Video. Was bin ich eigentlich für ein Idiot? Aber da seht ihr die Höcker, was ich meine. Und die ziehen sich bis unten durch. Und das kommt dann halt schon geil in der Pose, wenn ihr den Back on Stage aufmacht. Finde ich, ist das immer was Cooles. Jetzt haben wir eingemacht zum Reinkommen. Und jetzt gucken wir mal, was abgeht. Wie ihr auch steuern könnt, wie viel Volumen ihr machen könnt, ist einfach mal auf euren Körper hören. Das ist ganz einfach. Also jetzt wäre ich nicht mehr in der Lage gewesen, mich bei einer oder zwei Rückenübungen nochmal so dermaßen auseinanderzunehmen. Also ist immer die Frage, wie viel Volumen pro Muskel. Könnt ihr euch selbst beantworten. Wenn ihr 10 Übungen machen könnt mit 5 Sätzen, dann trainiert ihr einfach wie eine Pussy. Das muss man sagen. Und wenn du Vollgas gibst, dann kannst du deine 4 bis 6 Übungen machen. Zwischen 2 und 3 Sätze, je nach Tagesform auch, wie sehr du schaffst, dich wirklich ans Limit zu bringen. Und heute habe ich es auf jeden Fall erfolgreich geschafft. Ich würde sagen, mit 15 Sätzen haben wir da heute auf jeden Fall den Rücken völlig paniert. Und ich mache 2-mal die Woche Rücken. Also so komme ich ganz gut hin. Gestern habe ich es kaum geschafft, aus dem Bett aufzustehen, Alter. Das war der Rest-Day, den ich... Da sagt euch, da schreit euer Körper danach. Es gibt bei mir aktuell keinen Tag, wo ich Rest habe, wo ich nicht zu 1000% sagen kann, danke lieber Gott dafür, dass ich heute den Tag Pause habe. Und wenn es so läuft, dann müsst ihr da gar nicht viel hinterfragen.
Junge, das war's. Schau mich in die Augen. Ja, Mann, hier im letzten Satz nochmal aufgestanden und durch die Veränderung meiner Körperposition das Gewicht leichter gemacht und dann mehr oben den Nacken noch mitgenommen. Jetzt sind wir durch. Setzen wir uns hin. Gibt es noch ein paar Fragen? Wir haben noch die abschließende Frage von Vic Nice. Welche 5 Athleten sind deine größten Konkurrenten? 5 Athleten ist schwierig, da ja indirekt, wenn wir jetzt vom Olympia letztes Jahr ausgehen, nur 2 vor mir waren. Aber ich muss sagen, die ganze Top 10 in der Classic ist extrem stark. Und man hat es zum Beispiel auch bei Athleten gesehen wie einem Terence, die geisteskrank sind. Wenn die mal ein bisschen abrutschen, die Form versauen, ich sag's immer wieder, den Peak nicht richtig hinkriegen, dann kann man schnell mal im hinteren Bereich der Top 10 oder sogar out of Top 10 landen. Deswegen, ich persönlich muss sagen, ich schere mich nur um das, was vor mir ist, und das sind 2 Personen, das ist Ramon und das ist Chris, und ich gehe jeden Tag mit den Bildern von denen im Kopf sozusagen ins Training und gebe alles, was in meiner Macht steht. Aber ich sage auch immer wieder, die ganzen Jungs sind scharf, die geben alle Gas, und dementsprechend wird es auf jeden Fall ein heißes Duell diesen November. Was aber auch ein heißes Duell war, Junge, war das Training heute. Der Grizzly Punch hat auf jeden Fall ultra angeschoben. Ich muss sagen, also Thermogenese, jetzt wenn die kältere Jahreszeit wieder kommt, das Ding wärmt dich auf jeden Fall auf wie der Glühwein am Weihnachtsmarkt, Alter. Und zwar nicht nur eine Tasse davon, aber ja, der scheppert ultra rein. Ich kann es gar nicht erwarten, wenn das Ding rauskommt, was ihr dazu sagt. Hier kann man auch eine Schmerztablette oder ein paar Lutschbonbons im Bunker ergattern. Alles da. Oder das gute WD-40. So, das war's für heute. Ich bin malat, ich gehe heim, ich lege mich hin, ich esse, und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ich danke euch für eure Unterstützung. Code Alice bei Mo, Code Polacco bei ESN. Den Hase kennt ihr ja. Merci und bis zum nächsten Mal.